Moin bei kugelbahn.de. Ihr seht schon, ich bin unterwegs, aber noch nicht zum Gravity Tracks Bilder Event, sondern nach Kassel zum Bahnhof. Dort hole ich den Max, also den Blue Blizzard, vom Zug ab und gemeinsam fahren wir dann morgen am Freitag Richtung Ravensburg oder Ravensburger, um dort an diesem Bilder Event teilzunehmen. Und in diesem Video werdet ihr natürlich nachträglich komplett mit dabei sein. Ich werde so viel filmen, wie es geht. Bestimmt ist auch mal der ein oder andere Verwackler oder die unscharfe Aufnahme dabei, aber das macht ja auch so ein Vlog aus. Und ja, ich wünsche jetzt einfach mal viel Spaß bei diesem Video. Und hiermit begrüßt den Max in meinem Fahrzeug. Ja, der Zug war pünktlich, ausnahmsweise mal. Ich muss jetzt hier mal kurz den Verkehr beachten. Ja, regeln wir den Verkehr. Und scherben mal kurz aus. So, der Zug war pünktlich, wie gesagt, und wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu mir nach Hause. Fahrt dauert so ungefähr 40 Minuten und dann werden wir nachher noch auf eine Kartbahn fahren. Davon gibt es vielleicht auch noch was im Video zu sehen. Ich bin mal gespannt beim Kartfahren. Ich glaube, ich werde da ziemlich nass gemacht. Ich bin ungefähr 3-mal in meinem Leben Kart gefahren. Einmal gegen meine Freundin mit 40 km/h. Also das zählt nicht so wirklich. Aber ich bin mal gespannt, wer nachher der Schnellere von uns beiden ist. Also du dürftest den Gewichtsvorteil mitbringen, schätze ich. Und darum bin ich wohl hinten dran. Auf der Kartbahn in Villingen waren wir alleine unterwegs und konnten so ganz locker 2-mal 10 Minuten direkt hintereinander fahren, ohne lästige Gegner auf der Strecke, und lieferten uns dann doch so manch heißes Duell und beide Rennen hat jeweils einer gewonnen. Es ging also ziemlich fair aus im Endergebnis. Wir wollten eigentlich eine Helmkamera montieren, aber dieses Klebepad hat nicht richtig gehalten, darum haben wir lieber darauf verzichtet, weil die Kamera brauchen wir ja jetzt die nächsten Tage noch. Und danach waren wir noch was essen und dann sind wir eigentlich auch relativ zeitig ins Bett gegangen, denn morgens sollte es früh losgehen. Guten Morgen, es ist Freitag, der 10.09.2021 um 4:46 Uhr. Ich muss jetzt noch meinen ganzen Technikkram einpacken und dann geht's, so gegen 7 wollten wir losfahren, aber ich muss vor diesem ganzen Sache, die ich noch machen muss, erstmal einen leckeren Kaffee trinken. So, wir sind hier auf einer Raststätte, es sind jetzt noch 150 Kilometer oder sowas bis nach Ulm. Vorausgesagte Ankunftszeit des Navis ist um 13 Uhr im Hotel. Das ist eine Nachricht. Und ja, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause und gehen mal strullern und all sowas und haben noch mal gerade nachgetankt
und dann geht es gleich weiter in Richtung der Veranstaltung. Sind Zimmer Nummer 110. Einmal die Keykarte und so nochmal machen. Angekommen, endlich. So, wir sind angekommen. Es war eine ziemlich holprige Fahrt, ziemlich viele Baustellen auf der A7. Es ist kein Vergnügen und wir waren aber pünktlich, wie das Navi gesagt hat, um 1:30 hier. Und das Hotelzimmer ist sehr schön, sehr hell. So genau, hier ist das Badezimmer. Sehr cool, sehr modern alles gehalten. Hier, das ist, glaube ich, alles ziemlich neu. Das Bett mit kleinem Fernseher und hier ein paar Gläser auf dem Tisch und draußen ein schöner Balkon zum Rumsitzen und für die Raucherfraktion halt. Wer früh aufsteht, kann früh lachen oder eben früh am Bodensee sein. Und so waren wir vor allen anderen da und haben die Gelegenheit genutzt und so ein bisschen die Gegend erkundet da. Ist also ein ganz wunderschönes Fleckchen, sehr empfehlenswert. Nach dem kleinen Spaziergang haben wir uns noch ein bisschen gestärkt mit einer zünftigen Brotzeit, bestehend aus ein paar Wiener Würstchen und Senf und Krähen. Das ist so eine Art Meerrettich, glaube ich. Und danach haben wir uns mit allen anderen auch schon in der Hotellobby treffen können. Winkt mal schön. Hallo. Ja. Was hast du denn im Modell? Deswegen wurde es das Festspielhaus. Hat jetzt aber nicht Bregenz an sich Etwa gegen 18 Uhr haben wir uns dann alle getroffen wieder und die Alicia vom Ravensburger Team, die hat dann erstmal das Wochenende erklärt, die ganzen Abläufe und so. Sie hat das alles weitgehend auch organisiert und kurz danach ging es dann ins angrenzende Restaurant, wo erstmal zünftig gegessen wurde und hier haben wir dann auch schon die ganzen anderen vom Ravensburger Team kennengelernt. Das Kamerateam war auch da und das war ein wirklich sehr schöner Abend. Und hier wurden dann auch schon die ersten Pläne für den morgigen Bahnenbau ausgetüftelt, was letztlich auch so in der Form umgesetzt wurde, wie ihr gleich weiter sehen werdet. Ja, der harte Kern trifft sich danach natürlich nochmal kurz an der Hotelbar. Prost! 7:30 Uhr gab es Frühstück im Hotel, perfekte Uhrzeit für chronische Frühaufsteher. Allerdings scheine ich nicht alleine ein chronischer Frühaufsteher zu sein. Die beiden vom Kamerateam waren auch schon da, aber die hatten auch einen sehr harten Arbeitstag vor sich. Erik und Graviban frühstücken noch, die sind spät aus dem Bett gekrochen. Und der Frühstückssaal ist sonst leer. Alle bereiten sich vor für die Abfahrt zur eigentlichen Location, was dann gleich so in 18 Minuten losgehen soll. Mal schauen, wir fahren in das Festspielhaus in Bregenz. Das klingt sehr opulent, ist es auch, glaube ich, und wir werden da mal schauen, was da so wir da vorfinden. Auf jeden Fall einen großen Tisch und mit Dreharbeiten und Kamerateam und das wird eine ziemlich spannende Sache, glaube ich. So, jetzt mal auf die Rückbank. Einmal rüber. Ist der dunkel hier irgendwie?
Geil, oder? Alles klar. Schön hinter mir bleiben und lächeln. Wenn ein Filmteam vor Ort ist, dann läuft das nicht einfach so, man fährt hin, steigt aus, geht rein. Nein, wir mussten diese Vorfahrszene hier insgesamt 4-mal drehen, bis der Regisseur damit einigermaßen zufrieden war. Der Jürgen Eberhard, der ist erst am Samstag zu uns gestoßen und wir haben ihn dann direkt am Festspielhaus getroffen. Egal. Den Sitz müssen wir irgendwie... Ah ja, okay. So, here we go. Der wird auf jeden Fall abgestoßen vom Körper. Trotz 4-fach Impfung gibt es jetzt noch einen schönen Corona-Test. One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Tür geht auf. Alle rein. Willkommen! Das war nicht geprobt. Ich dachte, es passt, wenn ihr reinlauft. Leute, guckt euch diesen Tisch an. Der ist größer als deiner. Das wirkt jetzt hier vielleicht nicht so, aber er ist sehr groß. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Es ist schon ein paar Monate her, dass ich so mit vielen Menschen gesprochen habe, obwohl wir ja gar nicht so viel gemacht haben. Aber Corona-bedingt hatten wir lange keine Veranstaltung. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Nele, ich bin die internationale Marketingmanagerin von Gravitrax. Das nicht nur die Jungen, sondern tatsächlich auch die Älteren begeistert, sodass wir sehr schnell festgestellt haben, dass unsere Zielgruppe exponentiell gewachsen ist. Und insofern werden wir heute den Tag nutzen, um euch näher kennenzulernen und ein paar Storys zu machen, das haben wir schon angekündigt. Es werden Interviews geführt werden, wir machen ein paar Filmchen, wir machen Storys über euch, aber vor allem mit euch. Aber eigentlich, mit ganz dem Kladderadatsch, sind wir natürlich da, um zu bauen. Und nein, Steffen, ich habe dein Video natürlich gesehen, du musst die Cappy nicht immer tragen, aber sie stand dir eigentlich ganz gut. Danke. Ja genau, Max hat sie auch, finde ich gut. Vielen Dank. Auf die Steine, fertig, los, let the marble roll. Also, viel Spaß, ich freue mich auf den Tag mit euch. Not like this, make it drop. Ich habe dann auch mal angefangen, ja. Mein Plan, den ich machen wollte, geht nicht mehr, weil die Vulkane neu sind und in meinen bleiben diese Dinger fest drin hängen, richtig, so 90 Grad. Und in denen fallen sie nur links und rechts raus, wenn die Kugel da durchläuft, funktioniert das alles nicht mehr. Ja, wie gesagt, mein Problem war, dass der Trick, den ich eigentlich in diese Bahn einbringen wollte, nicht funktioniert hat, weil die Vulkane diese Flex-Tubes nicht mehr richtig gehalten haben, so wie das meine Vulkane nur noch tun. Und so musste ich dann kurzerhand hier auf so eine Seilbahnkonstruktion umschwenken, die Kugeln oben anstoßen, und das Ganze macht das dann zweimal hintereinander. Also war so ein bisschen eine Notlösung. Ich hoffe, dass das beim Filmen hinterher auch alles gut funktioniert hat. Gibt's noch Hammer? Zeitlich war das halt bei mir echt ein Problem. Es waren ständig irgendwelche Filmteam-Interviews und noch andere Interviews, und dann gab es auch eine Vorführung noch, wo man sich was Neues anschauen konnte, und dann kam noch das Mittagessen dazwischen und jede Menge Gespräche mit dem Ravensburger Team, ein Fotoshooting mit einem Gruppenfoto noch und so konnte ich nur spät anfangen, und als ich dann loslegen wollte, dann gab es auch keine Kaskaden mehr, also schon sehr schwierig zu handeln, und so musste ich halt was möglichst Kreatives aus ziemlich wenig Teilen zusammensetzen, aber ich denke, hoffentlich hat das beim Filmen auch funktioniert.
damit es hinterher gut gefilmt werden kann. Und ja, ich bin nicht wirklich zu viel gekommen. Hier vorne im Vordergrund steht Mainz. Ich war gefühlt nur irgendwie an anderen Orten unterwegs und die Zeit ist verflogen wie nichts. Da oben steht Team Honobirn und versucht diesen riesigen Turm zu bestücken. Hier ist auch ständig so ein Filmteam unterwegs, da darf man auch nicht reingeraten. Das Ravensburger Team sind sehr coole Leute, absolut top. Mit denen kann man wirklich viel anfangen und die auch, glaube ich, mit uns. Das ist echt super. Das ist das Filmteam, auch coole Leute. Das ist die Bahn. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen noch. Das hier hat der Jürgen Eberhardt gebaut. Sieht so ein bisschen aus, wie sagt einer, wie ein Parkhaus. Sind auf jeden Fall sehr viele Kaskadenhammer und allen möglichen Kram bei. Das ist halt so, wie man das von ihm kennt, wo immer dieselben Wege gefahren werden und das dauert halt sehr lange. Guten Tag. Hier ist einer von den Türmen, dann der nächste und hier kommt der ganz große. Da ist ein Kameramann bei der Arbeit. Und hier ist ein ganzes Kamerateam bei der Arbeit. Und hier ist die Baustelle Honobirn, Gravibahn und Erik Gravitrax. Ich kann jetzt nicht so laut sprechen, nicht, dass ich da in den Ton mit reingerate hier. Wow, und die Fotografin noch umgerannt. Was? Da Erik Gravitrax gerade im Kreuzverhör. So, nochmal ein Einblick. Es hat sich ein bisschen gelichtet jetzt, weil die ganzen Sachen jetzt auch weggeräumt werden. Wir werden jetzt gleich abreisen und dann macht das Kamerateam hier Aufnahmen. Wir sehen also nicht, wie die Bahn am Ende laufen wird, aber das veröffentlicht ja dann Ravensburger noch. Und vielleicht kriegen wir ja davon auch was zugespielt, was wir dann auch teilweise veröffentlichen können. Die Hanna kniet hier und lädt noch die ganzen Vulkane nach. Hektisches Treiben am Wühltisch. Man sieht immer höher. Ob das geht, das haben wir hingestellt, das sehen wir ja dann auch erst später. Aber hier könnt ihr euch schon mal überlegen, ob es klappt oder nicht. Es wird nicht klappen. Einen kleinen Totalschaden gab es gerade noch. So, dann müssen wir jetzt wenigstens die untere Bahn noch retten. Ja. So, wir fahren jetzt auf irgendeinen Berg. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber es ist eine Seilbahn und da muss dann ganz hektisch nochmal ans Auto laufen. Mittlerweile, früher waren die dreistellig, was zahlt man jetzt? Test? Ja. 200.000 bis 250.000 pro Jahr. Meistens scheitere ich ja an sowas, ne? Haben wir hier Piep? Piep? Ja, geht. Okay. Muss man sich bei der Fahrt festhalten oder geht das auch so? Was? Schaukeln ein bisschen, ne? Oh, cooler Blick.
Ein wirklich sensationeller Ausblick auf den Ort, unten mit dem See im Hintergrund und links den Bergen noch. Also ein ganz wunderbarer Abend war das da oben auf dem Karren. Wir haben sehr gut gegessen und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Kamera dann am Abend dem Honobären übergeben, weil sein Akku war leer und er wollte gerne noch weiter filmen. Weitere Bewegtbilder dazu findet ihr dann also bei ihm noch von diesem Abend. Wie war dein Tag heute? Super. Ja, Hat ne? richtig, wirklich Spaß gemacht. Ja, Habe ich nicht gedacht, dass es so wird. Das ging vielen so, glaube ich. Ja. Und du hast ja auch am Bauen fleißig mit. Ja, ich habe jetzt gelernt, wie man die Hirnsteine zusammenbaut. Jetzt bin ich Profi. Ich glaube, mein Sohn wird mich jetzt ausnutzen für sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass ich auch so ein schöner Tag haben werde. Ich habe gedacht, ich muss ja nur in die Stadt gehen und so, aber es hat Spaß gemacht. Wie war dein Tag heute? Also, nee, es war echt ein angenehmer Tag, tatsächlich aber für mich natürlich ein bisschen stressig gewesen. Aber ich glaube, allem kann man sagen, dass es ein schöner Tag war und wir alle unseren Pluspunkt hatten tatsächlich und schön im Ausklingen lassen. Ja. Diplomatisch, oder? Bester Tag dieser Woche bisher. Wir konnten aus allem, was Gravitrax so hergibt, tolle Bahn bauen, haben tolle Leute kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Am Ende gab es noch ein schönes Essen auf dem Berg, also klasse Tag. Jetzt noch schön den Abend ausklingen lassen mit ein bisschen Orangensaft und dann war es der beste Tag der Woche. Ja, war schön. War sehr viel Arbeit, hauptsächlich von meinem Chef, weil er uns viel Arbeit zutraut. Das ist der da, ne? Der da, ja, er ist Chris. Der Typ mit dem schwarzen Genau, ja. Ding da. Genau. Okay, es blinkt schon rot, hau rein. Okay, nee, war sehr ein schöner Tag, war sehr anstrengend, aber ist eine schöne Bahn rausgekommen. Ich bin sehr stolz auf das Produkt. Danke. Mein Tag war sehr interessant und sehr aufschlussreich über das, was unsere Superfans gesagt haben, über das Produkt und über das Event auch. Der Tag war sehr interessant für mich und was die Superfans geleistet haben, war echt unglaublich. Von morgens bis abends rundum gelungener Tag, auch mit einem sehr guten Abendessen und überragend. Der war wunderschön. Es gab so viele geile Sachen zu essen. Steffen ist ein super toller Typ. Also, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert auf jeden Fall. Läutet die Glocke und kauft Gravitrax. Danke. Mein Tag war super. Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Leute gefilmt, die Gravitrax gebaut haben. Dich auch? Nee, war super. War großartig. Ich hatte einen wunderschönen Tag. Okay. Jetzt gehst du mal am besten zu meiner Frau, die kann viel besser reden. Die redet auch mehr, weil es ist eine Frau. Mein Tag heute. Sehr abwechslungsreich, sehr spannend, beeindruckend letztlich. Und nicht nur beeindruckend, sondern eher überwältigend. Was in der kurzen Zeit von euch geleistet wurde, das zollt wirklich allerhöchsten Respekt. Mehr kann ich eigentlich nicht in Worte fassen. Okay, danke. Schön hinter mir bleiben und lächeln. Ja, der Eventmensch Jürgen hatte das Buch für Fans und Profis von seinen Söhnen dabei und wollte von allen da drin ein Autogramm haben. Hat er auch alles bekommen. Ha? Geht nicht. Ha? Ja. Geht. Ja, wenn voll motiviert sein muss, wa? Kannst du hier machen? Und das steht für? Und du musst den Namen schon dazu schreiben, weil das kann ja keiner lesen. Moderne Ad-Zeichen. Ja. Das habe ich rausgeschmissen. Nee. Aber kam noch eine andere Gruppe und dann war So, und einen coolen Spruch. Habt ihr einen? Nee. Keiner? Was?